Aber einfach schon 500 Low-Katalysatoren. Ich auch. 590. 590 zu 18. Gutes Verhältnis. Das Problem ist halt, wenn du einen Battle Pass hast und auf Burodank spielst, dann könntest du es wirklich einfach durchlaufen lassen mit, also auf Burodank kosten halt Low S-Product, mein letzter Stand unter 10k oder höchstens 10k oder so. Da könntest du dich wirklich mit, was weiß ich was, Tausender Stacks Low S-Pros hinstellen, wobei wenn einer leer ist, müsstest du trotzdem 9 reinpacken, aber ich meine, ein Tausender Stack wird ja wahrscheinlich trotzdem selbst mit Battle Pass relativ lange dauern. Und dann könntest du dich hinstellen, das Upgrade-Ziel einstellen und dann halt einfach durchlaufen lassen. I guess. Oder geht das überhaupt? Weiß ich gar nicht, ob das bei dem Event Upgraden überhaupt funktioniert. Aber wenn es funktioniert, dann könnte man das theoretisch auch mit den Low-Katalysatoren machen. Wenn halt Low-S-Products quasi nichts kosten und dann könnte man sich tatsächlich ein seriengebundenes CS-Pad holen und Fluggerät für, I guess, wesentlich weniger, als es normalerweise kosten würde. Also ich meine, plus 10 wirst du nie im Leben schaffen, aber plus 8 sollte ja wahrscheinlich schon möglich sein, wenn man genug Versuche hat. Also für die OG-Server mag das vielleicht der einzige Weg sein, wie man da tatsächlich was, oder selbst ohne Battle Pass, muss dann auch AFK gehen, aber ohne Battle Pass dauern 1000 halt schon echt lange. Aber die Frage ist halt, wie viel günstiger ist es wirklich? Weil ich meine, 10k pro Low S Pro, wenn du davon Tausende verbrauchst, kommt schon auch ein bisschen was zusammen. Und Katalysatoren hat man ja tatsächlich auch gar nicht unendlich. Also ich meine, 590 in 4 Tagen waren das jetzt, also so 150 pro Tag. Also auch insgesamt tatsächlich nur so 6000. Ist eigentlich auch gar nicht so ultra viel, wenn du wirklich über 1000 für ein CS-Pad brauchst. Ich meine, gut, keiner braucht 6 CS-Pads, aber CS-Set wirst du auf jeden Fall nicht bekommen. CS-Set, das kannst du eigentlich nur mit richtigen S-Product bekommen. Mit Low S-Product sollte das unmöglich sein. Weil du musst ja 3 plus 10 machen, das wird niemals funktionieren ohne richtige S-Pros. Und mit der begrenzten Anzahl an Katalysatoren. Hast für dich rausgefunden, dass der Event Dungeon doch nicht so schlecht ist? Das Buff-Food ist ziemlich nice. Naja, aber das ist das Einzige, was man bekommt. Von dem Event, quasi. Also ja, mal gucken. Vielleicht auf Burodank mal abchecken. Auf Burodank mal gucken. Von 7 auf 8 waren schon 2% Chance mit Low-Katalysatoren. Ja, aber wenn S-Product Low quasi nichts kosten, und das tun sie ja auf den OG-Servern, das heißt ja trotzdem weniger als für ein CS-Pad. Also ein CS-Pad auf Burodank kostet wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich mindestens 300 Mio. Das heißt, du müsstest 30.000 Low-S-Products reinballern. Oder sogar 300.000. Auf jeden Fall viel mehr, als du, also du könntest alle deine Katalysatoren verbrauchen und würdest nur ein Zehntel, also du würdest kein Risiko eingehen, weil du zahlst dann 30 Mio oder lass es 100 Mio sein, ist ja vollkommen egal wie viel. Und hast die Chance auf ein CS-Pad, das 3- bis 4-mal so viel wert ist. Also hast eigentlich kein wirkliches Risiko und bei Tausenden von Versuchen wird es schon bei dem einen oder anderen klappen. Denke ich mal. Egal wie niedrig die Chance ist, irgendwann muss es ja mal klappen. Deswegen sagte ich ja Tausende von Dingern. Was auf dem FEC keinen Sinn ergeben würde, weil auf dem FEC kosten 1000 Low S-Project schon 500 Mio und dafür kannst du ja schon längst ein CS-Pad kaufen. Also das Risiko auf dem FEC einzugehen, würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber wie gesagt, wenn S-Project Low effektiv wertlos sind, dann gehst du ja kein Risiko ein, sondern wandelst einfach nur wertlose Items in ein CS-Pad um. Funktioniert wie gesagt nur bis plus 8. Bei plus 10 ist es wirklich unmöglich, weil so viele Katalysatoren kannst du gar nicht zusammenbekommen. Und
Außerdem könnte man ja auch +7 einstellen. Und dann machst du vielleicht mehrere Seashells +7 und machst dann immer +8. Könnte man ja auch probieren, wenn man ein bisschen min-maxen will. Aber ich glaube ehrlich gesagt, selbst auf Boroding wird das keiner machen, weil da haben die Leute alle schon CS-Pad. Passt. Also höchstens irgendein Anfänger. Also Leute, die noch kein CS-Pad haben, wären hier vielleicht die richtige Zielgruppe. Leute ohne CS-Pad und genug Geld, um sich tausende Low-S-Pros zu holen, was wie gesagt nicht viel Geld ist, wären da vielleicht die Zielgruppe. Aber ja. Meiner Meinung nach immer noch nicht gut genug. Und einfach sinnlos, dass das Event 6 Wochen geht. Vor allem stell dir vor, ich meine gut, das ist jetzt reiner Zufall, aber stell dir vor, du bist Kind in Bayern, Schüler in Bayern, die haben jetzt Sommerferien, glaube ich. Also, keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber ich glaube schon. August hat man eigentlich immer Ferien gehabt. Und das Event hat ja gerade erst angefangen. Und das heißt, also stell dir vor, so vor 10, 15 Jahren, du kommst so aus der Schule, 6 Wochen frei, endlich bisschen Flive zocken und dann startet dieses Event. 6 Wochen lang. Und dann gehst du aus den Ferien wieder zur Schule und das Event läuft einfach immer noch, beziehungsweise startet dann ein neues Event, wo du dann keine Zeit mehr hast. Ich wäre so glücklich. Nicht. Ich würde mein ganzes Leben hassen. Wenn die das Event damals bei Flive PC aufgespielt hätten, das wären die schlimmsten Sommerferien aller Zeiten gewesen. Die schlimmsten Flive-Sommerferien aller Zeiten. No joke. Einfach nur, weil es auch langweilig ist. Also selbst wenn das Event besser wäre, einfach 6 Wochen das gleiche ist einfach stinklangweilig. In einer TikTok-ifizierten Welt, wo alles kurzlebig ist und man braucht immer wieder was Neues, um die Aufmerksamkeit der Leute zu behalten oder sie überhaupt erst zu gewinnen. Wie kannst du da 6 Wochen-Events veranstalten, die so unabwechslungsreich sind, wo man auch einfach nichts tun kann? Das ist einfach unlogisch. Unbegreiflich, warum man sowas macht. Das ist so ein klassischer Gala-Moment.